Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Auswahltime. Such dir eine Nachricht für dich aus. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Seid wohlauf. Freut euch irgendwie des Lebens. Ich hab's gleich. Oh, Entschuldigung. Das kann ja nur was werden. Ich genieße es. So, sucht euch eine Seite raus. Wenn wir irgendwas klären müssen, dann mache ich das noch. Ich nehme diesen hier. Heute ging es ein bisschen schneller. Und wir gucken, was wir hier gesagt kriegen. Ja, wir haben von den Runen Sowilo. Es geht um die Intention und es geht um den Einklang mit dem Seelen selbst. Auf der Karte sieht man einen sehr schönen Sonnenaufgang oder Untergang. Ja? Und es geht auch um die Lebenskraft, die Motivation zu einer Veränderung und eben zum Bezug zu der Sonne an sich. Die Rune steht praktisch in der direkten Verbindung auch zur Sonne. Also auch zu dem, was die Sonne so an Fähigkeiten, Energie mitbringt, ist in der Rune gespeichert. Und die Rune ist, was die Sprache angeht, weiblich, aber die Sonnenkraft eben männlich. Ja, und wenn man Energie braucht, dann kann man diese Rune schön nutzen, also die Kraft der Rune, denn sie gibt Durchhaltevermögen für die Pläne mit. Sie baut auf in Momenten, in denen es nicht so gut geht oder wo man eben Motivation braucht. Und die Kraft dieser Rune kann nicht beschränkt oder abgeschwächt werden. Ne? Die wirkt immer zu 100%, so wie praktisch der Hochsommer. Ja, die Rune liefert hier auch eine gewaltige Energie. Es geht um ganz oder gar nicht. Es geht nicht um Halbherzigkeit. Und es geht auch darum, dass man sich nicht vom Leben beuteln lässt. Ne? Das Seelen selbst möchte gehört werden und auch praktisch, wo dein Weg hingeht, dein ureigener. Und ja, du sollst einfach ins Handeln kommen, dass du das verfolgst, was für dich und deine Seele gut ist. Und es ist mit einem Geschenk verbunden, dass man in klarer Absicht nur die Dinge zulässt, die auch im Einklang mit dem Seelenplan sind. Dazu braucht es manchmal ein bisschen Durchhaltevermögen, aber auf dem Seelenweg gehen wir genau den richtigen Weg, der das Leben für uns vorgesehen hat. Es wird hier nochmal betont, dass die Rune nicht bei Bedarf eingeschaltet werden kann, sondern wenn sie da ist, wirkt sie auch mit ihrer Macht und gibt dir genügend Kraft, um deine Ziele auch zu erreichen. Ne? Und es geht auch darum, dass du deine Entscheidungen so fällen kannst, dass sie deinem höchsten Wohl dienen. So, hier geht es irgendwie darum, dass irgendetwas ungerecht ist,
dass es irgendwelche Dinge gibt, die nicht fair sind, ein faires Spiel. Hier sieht man, dass die Waagschalen nicht ausgeglichen sind oder ja, dass man Ungerechtigkeit erfährt irgendwo. Das ist hier auch die Pilze, guckt euch das an, das finde ich gerade wieder so faszinierend, wenn man die Details ein bisschen anguckt, dass irgendetwas, das ungerecht ist, braucht einen neuen Schub und es braucht Wachstum, ja. Ausdauer, Durchhaltevermögen, sich da wo durchzuschubsen, wo es vielleicht im Moment nicht so prickelnd ist oder wo du denkst, da möchte ich gar nicht sein an diesem Punkt. Also es gibt auch die Möglichkeit hier der Kurskorrektur bei unfairen Dingen. Die Pilze stehen hier für das Thema Wachstum und es geht auch sehr viel darum, dass so Dinge, die im Unterbewusstsein schlummern oder die eben nicht sichtbar sind, zum Tragen kommen. Es geht hier auch um schnelles Wachstum und es geht darum, dass man sich selber gegenüber sehr ehrlich sein muss und sehr fair und genau das, was hier nicht rund läuft, da musst du ehrlich sein und erkennen, wo das unfaire Spiel irgendwie gespielt wird. In der nächsten Zeit kann es hier sein, bei der Wachstumsphase, dass man irgendjemand begegnet, der so eine Art Impulsgeber ist für spirituelles Wachstum. Und du darfst dich hier ein bisschen damit auseinandersetzen, dass deine Grundlage so ist, dass, wenn das Wachstum einsetzt, eine neue Reise stattfindet. Ne? Hier sieht man etwas noch nicht so richtig, weil es eben unter der Oberfläche ist. Aber etwas, was man für gewöhnlich hielt, wird sich als bemerkenswert herausstellen und man befindet sich in einer Phase von rasantem spirituellen und materiellen Wachstum. Man soll sich darauf vorbereiten, deshalb kommt hier auch die Kraft, die man braucht. Ne? Unten haben wir hier zum Beispiel noch ein Thema mit der Liebe, mit dem gebenden Teil in uns, in Beziehungsfragen. Ne? Wir haben das Gegenüber. Wie geht's dir da? Fühlst du dich geliebt? Gibt es ein Gegenüber? Wo gibt es unfaire Dinge, unfaire Regeln innerhalb von einem Beziehungskonstrukt? Und Maria Magdalena, na klasse, gibt uns jetzt hier mit die Hure. Ich versuche die Karte ein bisschen zusammenzufassen. Also hier steht drauf, dass Maria Magdalena als Hure bezeichnet wurde, eigentlich nur darum, weil sie mit allen Sinnen liebte und sich dem Augenblick hingegeben hat. Und man fragt sich jetzt halt, warum wurde sie nicht als hingabefähige Frau beschrieben, sondern warum wurde dieses Wort gewählt für so eine tiefliebende Haltung. Ja, und dann geht es halt darum, wenn die Liebe uns ruft, können wir uns von allein überall öffnen, auch in der körperlichen und spirituellen Ebene. Es geht um Feuer, Leidenschaft, Liebesfähigkeit und es geht um Hingabe. Es geht nicht darum, irgendetwas, was mit Sexualität zu tun hat, als Pflicht zu empfinden oder um irgendwelche Erniedrigungen in diesem Bereich, sondern es geht um Kraft und Lebensfreude, Liebesfähigkeit. Ne? Möglicherweise ist das auch ein Bereich, der sich aufzeigt, dass die Liebe und die Leidenschaft hier in ein anderes Maß rückt. Und es ist auch ganz wichtig, das merke ich gerade, wenn ich das jetzt so die Karte ziehe, die so ein Wort beinhaltet, wie das arbeitet in einem, ne? wie man ein Bild beurteilt innerlich oder das Wort. Und es geht darum, sich speziell auch von diesem Urteil zu lösen. Ich gucke mal, welches Vögelchen hier noch mit will. Das ist echt sehr speziell und auch aussagekräftig, wenn ich es jetzt mal auf meine
Sachen beziehe. Die Nachtigall. Ich bringe dir Liebe, Freude und Schwung ins Leben. Gute Nachrichten und eine Verbesserung des Wohlbefindens stehen an. Die Wünsche deiner Seele werden erhört. Hier geht es ja sehr stark um den Seelenweg. Die Selbstliebe, aber auch die Zuneigung zu einem Partner erleben eine Zunahme. Das sieht man hier alles schön, ne? Okay, das war unsere Seite. Wir gucken uns die andere Seite an. Was habt ihr Schönes? Ja, ihr habt hier die Bedürftigkeit, Veränderungen, die durch irgendeine Not entstehen, ausgelöst werden. Und wir gucken mal, was die Rune genaueres noch mitbringt. Ja, hier geht es um den Bezug zu den 3 Nornen. Es geht um das Thema Bedürftigkeit. Es geht auch um Manifestation des Wesentlichen. Es geht jetzt hier darum, dass die Rune häufig mit Verlust, Armut oder Mangel in Verbindung gebracht wird. Und manche Leute fürchten sich davor, wenn diese Rune fällt, dass sie dann davon betroffen sind. Aber die Rune legt im Prinzip nur offen, wo ein Mangel oder eine Bedürftigkeit entsteht. Also praktisch, wo etwas nicht so ist, wie es sein soll. Hier geht es darum, Selbstverantwortung zu übernehmen in dem Bereich, wie man es eben kann und eben Leid und Mangel zu verändern. Das haben wir oftmals nur selbst in der Hand, also diese Entscheidung auch in dieser Not zu bleiben oder keine Entscheidung treffen zu können, weil sich keine Möglichkeit auftut. Aber die Möglichkeit tut sich immer auf. Man kann abgeben, bitten. Manchmal sehen wir es nur nicht. Ne? Die Rune legt auch offen, dass es einen starken Druck gibt durch irgendwelche Mangelsituationen. Und es geht darum, dass wir nicht jammern und uns des Zustandes überdrüssig werden, sondern sich selbst in den Hintern zu treten und genau das, was zu tun ist, auch anzunehmen und zuzulassen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, weil es geht praktisch auch ja, um die Komfortzone, die man verlassen darf, und es ist am Ende auch die Schicksalsrune. Hier geht es darum, dass man über sich selbst mehr erfährt, um den Platz in der Welt, in der Gesellschaft. Und es geht darum, sich selber neu kennenzulernen. Dann habt ihr den Hüter des Herbstes mit dem Loslassen. Das ist jetzt hier leichter gesagt als getan, denn Loslassen hat oftmals damit zu tun, dass man einfach nur aufhört zu kämpfen, dass man sein Schwert niederlegt, dass man nicht künstlich versucht, eine Situation durchzusetzen. Es geht um Bedürftigkeit, Kontrolle zu haben, unerfüllte Erwartungen, Angst vor Entscheidungen vielleicht auch oder Anspannungen. Und es führt alles ein bisschen zu einem Gefühl der Unzufriedenheit. Und hier geht es darum, dass man aufhört zu kämpfen, dass man sprichwörtlich aufgibt, sich öffnet und somit auch abgibt für das, was kommen soll. Dieses Kontrolle abgeben steht hier sehr dahinter. Es geht auch darum, dass man nicht alles selbst erledigen muss, dass man frei gibt, was nicht mehr dienlich ist, dass man entrümpelt, aufräumt und das Herz öffnet. Und wir sagen immer, ach, hilf mir doch, lieber Gott. Und im Prinzip kommen wir da nie in das Ding, dass wir die Wege anerkennen, wie es geschieht, oder dass wir uns vieles nicht vorstellen können und uns deshalb begrenzen. Und es geht hier darum, komplett aus dem Weg zu gehen und den Weg zuzulassen, der hier gefordert wird.
Es geht um emotionale Erfüllung irgendwo auch. Guckt mal, hier lernt man sich selbst neu kennen. Ja, hier haben wir das Wiedersehen drauf. Vielleicht muss der ein oder andere auch seinen eigenen Schatz entdecken, was man mit sich selber ja nie macht. Keiner von uns stellt sich vor den Spiegel und sagt, ach, was bist du für ein Schatz. Ne? Wobei wir für andere Leute das oft empfinden und auch mitteilen. Also Schatz gegen Bedürftigkeit ist hier so das Ding und sich selber in den Spiegel zu gucken, kennenzulernen und das Gute in einem zu sehen. Jetzt kommt hier auch Sexualität und Lust. Auf der anderen Seite hatten wir die Hure. Also, es geht darum, dass wir anerkennen, dass das nichts Schlechtes ist oder Sündiges oder Minderwertiges, denn in der Sexualität verbirgt sich die Schöpferkraft, die Liebe zwischen zwei Menschen, die Vereinigung, den Urzustand der Schöpfung sozusagen. Ja, dann steht hier einiges drauf über die Entehrung und Verteufelung der weiblichen Sexualität, sowie auch Missbrauchsdingen. Ja gut, auch da kann Bedürftigkeit herkommen, ne? Und es ist jetzt einfach dran umzudenken, eine höhere Kraft zuzulassen, Spaß am Schöpfen und Erschaffen zu haben, in die Ekstase auch wieder zurückzufinden, in ein Lebensgefühl, wo man irgendwo ein Hoch hat. Es gibt auch möglicherweise in dem Bereich Wunden, die man noch heilen muss oder auch überholte Vorstellungen, ne, zu diesem Thema. Und es geht darum, Sexualität, Hingabe, Wertschätzung, alles mit dem Rest des eigenen Seins zu verbinden. Es tut mir leid, es ist heute sehr speziell. Da bin ich mal auf eure Kommis gespannt. Gott sei Dank ziehe ich die Karten immer raus vor dem Publikum. Und hier kommt die Kohlmeise, die uns sagt, lass dich auf meinen Flügel zum unbeschwerten Glück deiner Kindheit tragen oder heile als Erwachsener das Leid, wenn es schmerzvolle Zeiten gab, an die du dich nur ungern erinnern möchtest. Kann schon so aus diesem Bereich auch kommen, ne? Selbstbewusstsein gelitten oder. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich drücke euch bis morgen.